Viel Ergebnis in kurzer Zeit. Heute zeigen wir dir die Revolution der One-Step-Politur. Am Ende will natürlich jeder das bestmögliche Ergebnis in der kürzesten Zeit, damit man schnell fertig ist und der Kunde wenig bezahlt. Bislang mussten wir eigentlich immer Kompromisse machen. Also es gab entweder eine einstufige Politur, die eine sehr geringe Defektkorrektur hatte, also einfach viele Kratzer in der Oberfläche zurückgelassen hat, oder eben eine zweistufige Politur, die mehr Kratzer entfernt hat, aber auch doppelt so lange gedauert hat. Es gibt einen Prozess, der beide ineinander vereint, sodass man mit vielleicht 20% mehr Zeitaufwand im Vergleich zu einer einstufigen Politur fast das Ergebnis einer vollwertigen zweistufigen Politur erreicht. Und wie dieser Prozess effektiv funktioniert, dir Zeit spart und noch mehr Umsatz macht, zeigen wir dir jetzt. So, ich zeige dir jetzt gleich, wie diese Methode funktioniert und ob sie funktioniert und warum sie funktioniert, erkläre ich dir später, also bleib auch auf jeden Fall dran. Als erstes schauen wir uns mal an, wie der Ausgangszustand ist und dann geht es auch schon ab. Wir starten mit einem Mikrofaser-Cutting-Pad, in dem Fall Sonax Hybrid Wool Pad und Sonax Ultimate Cut als Politur. Wie gesagt, Produkte sind austauschbar, aber mit denen funktioniert es besonders gut. Generell grobe Schleifpolitur und Mikrofaser-Pad. Du nimmst eine normale Menge Politur, also nicht das ganze Pad damit volljauchen sozusagen, sondern wie auch auf einem Schaumstoff-Pad verwendest du die gleiche Menge Politur, verteilst die Politur durch Tupfen, Streichen, Stufe 1 verteilen, wie auch immer du willst und dann kommt der Key, du arbeitest die Politur auf Stufe 3 und mit moderatem Druck durch. Das heißt Stufe 3 bis 4 bei der Maschine, nicht zu schnell drehen und dann etwas drücken. Wenn der Teller sich nicht mehr ganz perfekt dreht, ist das nicht so schlimm, aber wenn er es tut, umso besser. Dann geht es hoch auf Stufe 6, wir nehmen den Druck raus und polieren die Politur aus. Das heißt auch langsame, etwas schnellere Armbewegungen, wenig Druck, also nur den Maschineneigengewicht, Druck sozusagen und 1 bis 1,5 Kreuzstriche durchpolieren, bis die Politur von milchig immer klarer wird. Dann geht es an den Padwechsel, halte gleich ein zweites Pad oder eine zweite Maschine bereit. Wir nehmen ein gelbes Sonax Pad und die Sonax Perfect Finish, das heißt ein Medium bis Finish Pad und eine Hochglanz bzw. Finish Passe und nehmen ganz wenig Politur. Beim ersten Mal jetzt ein paar Tropfen mehr, danach reichen wirklich 4, jetzt wirklich erbsengroße Tropfen. Mehr brauchst du nicht, verteilen. Das gleiche wie vorher und dann arbeitest du die Politur einfach einmal auf Stufe 6 durch. In der Regel reicht hier ein Kreuzstrich vollständig aus und du bist wirklich fertig. Jetzt wischen wir ab, gucken, ob es funktioniert hat und wenn ja, ich kenne ja das Ergebnis schon, dann erkläre ich dir, warum. Wodurch sparen wir uns jetzt die Zeit, obwohl wir 2 Schritte machen? Natürlich, das Offensichtliche ist, dass wir die Politur einfach stehen lassen und auf der durchgefahrenen Cutting-Politur weiterfahren. Das bedeutet, wir nutzen das Restschleifkorn, was aus dem Cutting-Prozess noch da ist, um es weiter mit ein bisschen Finish-Politur zu zerlegen und direkt in den Hochglanz zu bekommen. Der zweite oder der nächste Punkt ist, dass wir mit den Stufen spielen. Normalerweise verteilen wir die Politur entweder durch Auftupfen oder auf Stufe 1 auf dem Lack. Dann arbeiten wir so auf Stufe 3 bis 4, um das die Hauptarbeit der Politur zu machen, also erstmal den groben Teil und drehen dann die Maschine hoch, damit sich das Polierkorn zerlegen kann und fein werden kann. Das machen wir bei jedem Polierprozess, also egal ob Cutting, Medium oder Finish, geht diese Reihenfolge immer weiter. Den Prozess haben wir jetzt ein bisschen abgekürzt, das heißt, wir haben den Cut auf Stufe 3 gemacht, dass die Cutting-Politur möglichst viele Kratzer entfernt und sind noch einmal auf Stufe 6 gegangen, um den Cutting-Politur so weit durchzufahren, dass die Finish-Politur die Reste des Grauschleiers oder der Polierspuren aus dem groben Prozess entfernen kann. Beim Finish konnten wir uns die Stufe 3 sparen, weil wir wirklich einfach nur die restliche Politur plus das bisschen Finish-Politur, was im Pad für Schmierung und noch ein bisschen mehr Glanz sorgen sollte, direkt durchfahren. Das heißt, wir sparen uns da schon mal den einen Kreuzstrich auf Stufe 3 und haben so insgesamt ungefähr vielleicht 20% mehr Zeitaufwand im Vergleich zu einer One-Step-Politur, aber ein vielfach besseres Ergebnis. Es ist keine vollwertige zweistufige Politur, aber gerade für budgetorientierte Kunden oder einfach zeitlich effiziente Aufbereitung, glaube ich, kriegen wir hiermit wirklich ein extrem gutes Ergebnis in einer sehr übersichtlichen Zeit hin, sparen uns Zeit, sparen dem Kunden Geld und haben trotzdem ein Hammerergebnis, was für 80% der Kunden vollkommen ausreicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Alle verwendeten Produkte findest du hier unten in der Videobeschreibung. Abonniere den Kanal und drück die Glocke, um kein Video zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein!